In Rheinland-Pfalz sind wir in Klüsserath, ja, mit Saarbrücker Kennzeichen, ein H-Kennzeichen. Ich zeige das mal gerade, denn das ist ein Fiat 500, der gehegt und gepflegt wurde und wahrscheinlich schon ein bisschen älter ist. Ja, das ist einer der Besitzer, er hat auch das gleichnamige T-Shirt an. Da vorne ist er drauf und ist wahrscheinlich auch Besitzer und Inhaber von mehreren Autos gleich. Ja. Wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Thielen, ich bin aus Saarbrücken. Ja, ich habe es gesehen, SB. Ja, wir fahren normal, nehmen wir das Auto mit auf dem Anhänger nach Italien, machen dort immer so etwa 700, 800 Kilometer um den Lago Maggiore und so. Und das ist jetzt halt, es geht halt jetzt nicht. Ne? Genau, wenn wir gerade mal folgen, dann zeige ich das mal gerade. Das ist ein schönes Auto. Sie haben das ein klein wenig getuned, oder? Ja, das ist ein klein wenig getuned. Ne? Ist auch alles eingetragen. Das ist ein Baujahr 72, der hatte normal mal 18 PS und ich habe 1972 auf dem Fiat 500 angefangen zu fahren und habe mir 1987 diesen gekauft. Ja. Der wurde dann restauriert, ne, hat eine andere Farbe bekommen, war früher Sandfarben und wurde nach und nach verändert. Ne. Hat also Borani-Felgen drauf, 4,5 Zoll, normal hat er 3,5 Zoll Felgen. Ja, das Original Borani, die sind genauso alt wie das Auto, daher hat er trotzdem das H-Kennzeichen bekommen. Ne? Weitere Umbauten sind ein 650 Kubik Motor. Größerer Motor. Größerer Motor ist drin. Darf ich den mal sehen, den Motor? Ja. Das ist, was mich fasziniert, ist die Anhängerkupplung. Der hat bestimmt 2 Tonnen Anhängelast, oder? 250 Kilo darf er anhängen und war mit mir 3.500 Kilometer nach Schweden mit Anhänger. Das riecht schon nach Auto hier drin, Ja, oder? das riecht nach einem Auto. Ne? So, da ist so leicht ölig drin, das muss so sein. Das ist immer gleich der Verlust. Das kommt auch beim Einfüllen oft vor, ne? Dass man hier einfüllt, dann läuft es hier halt ein bisschen runter. Das ist so ein Delotto-Vergaser, der ist so ein Fiat Abarth aus diesen Baujahren. Er hat eine Abarth-Nockenwelle, einen Abarth-Auspuff und einen anderen Zylinderkupp. Ja. Und das war auch damals so State of the Art. Das war so Ja, das war so wer ein bisschen Geld hatte, der konnte sich das leisten, umzubauen. Normal, der 18 PS Fiat ist ja eher als Zweitwagen gefahren worden oder weil er billig war. Ne? Ja. Ne, weil die Abarth-Versionen, die kosten ja schon das Doppelte. Ne? Der hat neu gekostet 3.390 Mark. Als Cabrio. Die gab es nur so. Es gab wenige, die waren geschlossen, das waren die Sport. Die sind ganz selten und sehr viel wert. Noch mehr wert wie er hier. Er ist jetzt so 9.000 bis 10.000 Euro ist er etwa wert. Ne? Und hat, wie gesagt, 3.300 Mark neu gekostet. Und der Zustand ist gut? Der Zustand ist 2. 2. Der Zustand 1 ist Museum. Ja, die gibt es nur im Museum. Wer gefahren wird, ist von vornherein 2, weil da kommt jeden Tag mal irgendwas dran, eine kleine Macke oder es fliegt was dran oder so. Achso, 2 ist quasi wie aus dem Laden. 2 ist wie aus dem Laden. Ne? Das ist also eigentlich der Bestzustand. Ne? Jetzt würde es mich ja unglaublich interessieren, was da vorne drin ist. Was ist denn da drin? Auch, aber kein Motor. Das ist der Kofferraum. Wenn ich wusste, dass die kommen, hätte ich ihn aufgeräumt. Wenn ich gewusst hätte, dass sie kommen, hätte ich ihn aufgeräumt, sagt er. Ach so, vorne wie beim Porsche quasi. Ja, er fährt sich auch wie ein Porsche. Der liegt gut? Der liegt gut. Das ist wie ein Go-Kart fährt er. Wie krass, hier ist der Tank. Der Tank, ja, aufprallfreundlich. Das war früher gar nicht so wichtig, oder? Nee, Käfer hatten noch weiter vorne. Ne? Der hat ihn ja da. Ne? Stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, wenn... Der ist schon ein bisschen Unfall verbessert. Ne? Der steht schon weiter hinten. Ist ja 72er Baujahr. Ne? Und das hat man früher so gemacht mit dem Kabelbaum? Nee, es gab ja keinen Kabelbaum. Ja, das könnte man schöner machen, ja, stimmt. Aber er fährt. Er fährt und funktioniert alles. Ne? Ja, das ist wichtig. Er hatte 40.000 Kilometer, wie ich ihn gekauft habe. Ich habe mal einen alten Mann abgekauft. Und jetzt hat er so echte 108.000. Ne? Echt? Mit dem ersten Motor? Nee, das ist nicht der. Das ist ja der neue. Der ist aber auch schon 30 Jahre drin. Ne? Ich habe das Auto jetzt 33 Jahre. Sie haben das Auto 33 Jahre? Ja, 33 Jahre und ist immer angemeldet gewesen. Was haben Sie da für Storys? Sie haben alles erlebt mit dem, oder? Jo. Wie gesagt, waren in Schweden, in Italien, Holland. Nur mit dem Auto. Heute werde ich es nicht mehr machen, ne? So weit zu fahren. Ich werde jetzt 66 und da war man halt 40 und da war es ein bisschen anders. Aber ich habe, wie gesagt, 33 Jahre, ne? Und will noch nicht mehr hergeben. Ne? So, da vorne sind die 2 Familienmitglieder, nehme ich an. Ja. Der Hund und die Frau. Ja. So ist es. Ja, die weiten Touren haben wir uns dann entschieden, ein Wohnmobil zu nehmen und einen dran zu hängen. Ne? Da steht dann noch so ein Smart-Anhänger, den haben wir diesmal zu Hause gelassen, weil die Strecke ja relativ kurz war von Saarbrücken aus. Ne? Eine Stunde fährt man, oder? Ja, da ist sie mit dem Wohnmobil gefahren und ich bin mit ihm gefahren. Sie hat mir mal schön die Rücke frei gehalten.
wie das so ist, wie man das so macht. Ja, wenn ich überholen wollte, ein paar LKWs hinkommen, dann geht sie links raus und hält die Bahn frei. Ne? Wir machen ja heute was zum Thema Camping, denn ich sag mal Camping und Wohnmobil, ihr seid stets im Wohnmobil gefahren oder habt ihr früher einen Anhänger gehabt? Immer im Wohnmobil eigentlich. Ne? Wohnmobil und Anhänger. Ne? Also Wohnwagen hatten wir nie. Cool, das ist so. Ja, ich gehe mal kurz zu Ihrer Frau. Das ist ja schon ein Schätzchen, was er da hat. Das heißt, die Leute bleiben stehen, man kommt mit Leuten schnell in Kontakt. Ja, genau. Conchita, ruhig. Ja, Wie ist der Name? Der Hund heißt Conchita. Ja. Und mein Name ist Mechthild. Wir haben hier auch ein älteres Wohnmobil. Wir stehen also auf die älteren Modelle. Das alte, wo wir vorher hatten, das war noch älter. Ja. Und war mehr so ein Kastenwagen, aber die Bequemlichkeit im Alter muss dann schon etwas komfortabler werden. Dann haben wir uns das hier gekauft. Ne? Es war früher eine ganz andere Verarbeitung, oder wie heute? Ja, das war auch viel kleiner, viel enger. Die Betten, das war alles etwas übereinander krabbeln und so. Ne? Das ist jetzt hier ein bisschen komfortabler. Ne? Kastenwagenumbau war das. Kastenwagenumbau. Ja, ist ein Selbstausbau. Ich zeige mal gerade Ihr Handtuch, auf das Sie gerade Ach so, sitzen. ja, gerne. Weil es ist ja alles hier, Alles Fiat. alles Fiat, oder? Es ist alles mit Autos, Fiat überwiegend. Das ist ein Fiat Wohnmobil, ja. Ja, klar. Ist ja klar. Die Muss. Fiat Ducato ist ja das Nutzfahrzeug, glaube ich, das meistverkaufte Nutzfahrzeug in Europa. Bevor wir das gekauft haben, war ein Ford. Nein, Ford ging gar nicht. Mein Mann Fiat, es muss ein Ducato her. Nee, der Ja, alte war auch also, ein Ducato. ja. Das war ein Ducato. Selbst auf dem Heck ist das Warte, ich Auto zeig das mal. mit der Nummer persönlich. Mit der Nummer persönlich, also spätestens jetzt wird das Saarland, oh, da gibt es 2 Stück, der Herkules lebt noch. Nein, leider nicht. Der Herkules ist gestorben. Der ist gestorben, mit dem waren wir vor 2 Jahren in Italien und da waren wir mit ihm leider dort in der Klinik und dann mussten wir spontan heim und dann ist er auch ein halbes Jahr später leider gestorben. Das Jetzt, ist schade. Er war wie alt? 16. Ich zeige ihn mal gerade. Ich darf ihn mal zeigen? Ja, klar, natürlich. Da vorne ist er, das ist der Herkules. Conchita, die ist halt jetzt Die neue junge Dame. Ja, die ist auch schon 13. auch schon 13. Wird auch schon Ist auch schon 13. Ja. wir sind Die werden ja sehr, sehr alt, die Kleinen, oder? Ja, recht, also 16 rechnet man. Ne? Und jetzt lassen wir uns noch demnächst einen Banner bei dem Herrn Kollege da vorne Ja. machen und natürlich mit was? Ja, mit dem Fiat. Hund. Nein, Achso, mit nee. dem Fiat. Der ist aber, Persönlich mit dem Fiat. das ist aber schon so, wenn ich gerade eben gesagt habe, das sind die Familienmitglieder, das ist ja auch ein Familienmitglied, oder? Ja, absolut. Also die Knutschkugel, die geben wir auch nicht mehr aus den Händen. Also, hat der einen Namen? Knutschkugel. Knutschkugel. Fiat 500 IG Saar. Was heißt das IG? Interessengemeinschaft. Wir sind kein Verein, wir sind eine Interessengemeinschaft. Also ganz lose Verbindung, die sich als mal zusammentun, auch mal zusammen wegfahren. Ne? Heute nicht mehr so oft, aber gestern war noch ein Freund da, mit dem war schon vor über 30 Jahren unterwegs. Der war gestern da und er ist jetzt halt morgen heimgefahren. Ja, sehr schön. Ja, jetzt so das erste Mal wieder auf dem Campingplatz. Ihr habt das schon vermisst, nehme ich an, oder? Das war Jo, Zeit. jo, ja, es war wirklich Zeit. Aber das Schlimme ist halt, jetzt staut sich hier alles, weil ja keiner außerhalb Deutschlands kommt. Und das ist natürlich prall voll alles da. Sind wir extra am Freitag schon um 11 Uhr los, damit wir auf jeden Fall einen Platz bekommen. Den Wolfgang angerufen, der hat mir in letzter Sekunde noch einen Platz besorgt. Ja. Ja. Hat dann gesagt, komm, ist gerade noch einer frei. Ja, wir waren sonst in Mehringen, aber selbst die waren besetzt. Und da habe ich gesagt, wir fahren jetzt einfach weiter hierher und dann werden wir schon was finden. Aber sind extra deswegen um 11 schon los. Ne? Wir sind ja hier beim Motorsport begeisterten Campingplatzbesitzer, das ist ja der Manfred Hero. Ja. Der hat ja Walter Röhrl zweimal geschlagen. Echt? Ja, Wusste der man ist, nicht. der Vermieter hier. Das ist der Hero. Das ist der Hero, ja. Ich habe gerade eben so einen Autotransporter gesehen, den er hat. Ja, Da stand auch Hero drauf. ja, es ist der Manfred Hero. Ne? Ja, wir wussten es auch nicht bis gestern. Ja. Freund hat mich angerufen und hat gesagt, hör mal, du bist beim Hero. Du bist beim Hero. Ist das da vorne? Jetzt muss ich ja mal blöd fragen. Wie kommt das Benzin von vorne nach hinten? Das ist die Benzinpumpe Ja. und diese Leitung geht nach vorne in den Tank. Das war's. Der zieht einen Sprit an und der kommt hier in den Vergaser. Ne? Wird dann mit Luft und Benzin gemischt und geht dann hier rein in den Zylinderkopf, wird dort verdichtet und knallt hier wieder raus. Und der Schlauch, der da so da oben rauskommt, das ist die Wasserkühlung? Nee, das ist die Entlüftung. Ne? Die Entlüftung. Das ist ein Paralleltwin. Ne? Das heißt, beide Kolben, das sind 2 Zylinder, beide Kolben gehen gleichzeitig nach oben, nach unten. Und das heißt, es entsteht im Kurbelgehäuse ein unheimlicher Druck und die Luft muss entweichen. Okay. Und das ist hier, durch diesen Schlauch, ne? Entweicht die Luft. Was es alles gibt? Ja.
Parallel-Twin. Ja, weil es ist bei ihm stärker wie bei der Normalversion, weil er ja höher dreht. Ne? Und für diese Drehzahl war er ja im Grunde genommen nicht ausgelegt. Ja. Verstehe. Er fährt und fährt. Er fährt, normal sind die 100 Kilometer Spitzengeschwindigkeit gelaufen und mit ihm kann man 100 Kilometer Dauergeschwindigkeit fahren. Ah, okay. Das heißt, so mal zum Überholen kann man 100 Kann fahren. man zum Überholen kann man 120, 130 fahren, aber dann geht die Temperatur ganz schön hoch. Ich zeige noch einmal ganz kurz, wenn Sie mal die Tür aufmachen. Das Ding ist bestimmt... Ich will nämlich einmal kurz den Tacho sehen, was da drauf steht. Als Kind habe ich nämlich immer gesagt, 300. Haben wir immer geguckt. Ne? Wenn dann noch ein Drehzahlmesser dabei war, da haben wir gedacht, ui, da läuft 280. 280. Das ist Öl und Öltemperatur und Voltmeter. Stark finde ich hier die Tür. Das heißt, der hatte mal eine andere Farbe? Der war sandfarben. Ja, man sieht es nämlich das hier ist ja eine vorne. Rennen, da kommt es als mal durch hier. Ne? Der ist ja schon ewig lackiert. Ne? Und, aber der Italiener ist so ausgelegt, dass 4 Personen eigentlich drin sitzen. Also mein Sohn ist 1,93, der fährt ihn auch. Vorne oder hinten? Vorne natürlich. Gut, okay. Hier wird schwer. Es sind andere Sitze drin. Die Originalsitze, die sind raumsparender wie die hier. Ne? Die nehmen schon ein bisschen mehr Platz weg, haben einen besseren Seitenhalt. Die Ne? sind dünner dann, nehme ich an. Die Original. Die Original sind dünner, ja. Ich habe jetzt die reingebaut, weil voriges Jahr bin ich in Italien in einer Stadt über so einen Schweller drüber mit 50 Sachen. Da habe ich eine Etage tiefer gesessen. Ja? Da sind die Sitzfedern durchgegangen. Durchgerissen. Jo. Ja, ich zeige das mal gerade. Sie sind ja im Sportstudio, gell? Ja. Ich bin Sportstudio-Besitzer. Man sitzt nicht mehr so, aber Es ist nicht zufällig das Sportstudio Thielen in Querschied. zufällig, ja. Okay, weil es steht auf dem Auto hinten drauf. Ja, super. Herr Thielen, Ja. dann erstmal vielen Dank. Ein Bericht vom 22. Mai 2020, mitten in der noch Corona-Zeit. Aber die Leute sind wieder guten Mutes und hier ist ein Fiat 500 Besitzer der ganz besonderen Art, der Herr Thielen. Tschüss.